Seid ihr auf der Suche nach einem guten Job? Dafür ist nicht immer unbedingt eine Ausbildung oder eine Umschulung notwendig. Auf dem Jobmonitor können wir zeigen, dass Bewerberinnen mit Teilqualifikationen auch eine gute Chance haben, in das Arbeitsleben zu starten. In diesem Video zeigen wir euch, was die 10 nachgefragtesten Teilqualifikationen oder TQs sind. Und interessant ist dabei auch, dass sich das von Region zu Region unterscheidet. Wir zeigen euch mit dem Jobmonitor, wo ihr mit welchen TQs durchstarten könnt in euer Berufsleben. Die Nachfrage nach Fachkräften ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. In vielen Bereichen fehlt qualifiziertes Fachpersonal. Und in unserer Studie konnten wir zeigen, dass Teilqualifikationen dort eine Lösung sein können. Aber Martin, was sind denn genau Teilqualifikationen? Teilqualifikationen, das sind 4 bis 7 Teile eines Berufs, die einzeln erlernbar, überprüfbar und am Arbeitsmarkt verwertbar sind. Zum Beispiel im Beruf der VerkäuferInnen kassieren oder bei der Fachlageristin Waren kommissionieren. Das Problem ist bisher, die Nachfrage nach diesen Teilqualifikationen vor Ort ist unbekannt. Und zwar zum einen für die Jobsuchenden selbst, zum anderen aber auch für die Jobcenter und für die Weiterbildungsanbieter. Und letzteres ist besonders wichtig, denn diese Qualifizierungsmaßnahmen, die Weiterbildung, die sollte ja nicht am Bedarf vorbeigehen. Unser Jobmonitor hilft hier schnell und effizient, denn mit einem Klick können wir uns anschauen, welche Teilqualifikationen sind wo auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt. Wenn wir uns einfach die Startseite von dem Thema Teilqualifikation anschauen, kann ich mir für 157 Teilqualifikationen aus 27 Berufen Informationen ziehen. Wie machen wir das? 70 Millionen Online-Stellenanzeigen werden dafür von einem Algorithmus ausgewertet. Und wenn ich mich jetzt dafür interessiere, welche Teilqualifikationen gerade am meisten nachgefragt sind, kann ich hier auf den Reiter gehen und auswählen, was sind die Top-TQs. Und mir dann, wenn ich mich für das letzte Jahr zum Beispiel interessiere, das letzte Jahr auswählen und anschauen, welche Teilqualifikationen dort am meisten nachgefragt worden sind. Hier sehen wir deutlich, dass auf Platz 1 die Teilqualifikation Waren versenden ist, gefolgt von Bedienen, Beraten, Verkaufen und dann Waren kommissionieren. Das Coole ist, TQ bieten auch einen echten Aufstiegspfad für über 4 Millionen gering qualifizierte Menschen in Deutschland, die also keinen anerkannten Berufsabschluss haben. Kannst du schon kassieren und lernst dann noch in 3 bis 6 Monaten bedienen, beraten und verkaufen, stehen dir schon fast alle Hilfskraftstellen offen. Legst du noch 2 weitere TQ obendrauf, kannst du dich auf fast jede Fachkraftstelle bewerben. Und wenn du dann alle 7 TQs des BerufsverkäuferInnen erworben hast und den Berufsabschluss anerkennen lässt, dann verdienst du 650 € mehr jeden Monat. Es lohnt sich also. Wichtig ist, dass die TQs, die du lernst, auch auf den Arbeitsmarktbedarf vor Ort passen. Genau, und auch das können wir uns auf dem Jobmonitor anschauen. Da kann ich sehen, in welcher Region welche Teilqualifikationen sehr stark nachgefragt gerade sind. Interessiert dich denn gerade eine Region, Martin? Dann könnten wir uns die mal gemeinsam anschauen. Klar, lass uns mal in die Lausitz gucken. Meine Familie kommt daher und der Strukturwandel dort ist besonders stark. Okay, damit wir uns das anschauen können, können wir einfach oben auf den Reiter Region gehen und dort entweder auf der Deutschlandkarte einen bestimmten Landkreis auswählen, indem ich ihn einfach anklicke. Ich kann aber auch oben natürlich die Region eintippen. Wenn wir uns jetzt die Lausitz anschauen wollen, könnten wir uns ja zum Beispiel mal den Landkreis Spree-Neiße anschauen. Wir klicken da drauf und können dann unten Teilqualifikationen auswählen und sehen direkt, dass vor allem die Teilqualifikationen bedienen, beraten, verkaufen, warenwirtschaftliche Prozesse durchführen und auf Platz 4 kassieren nachgefragt wird. Und da wird sehr deutlich, dass vor allem Verkaufsberufe in diesem Landkreis sehr stark nachgefragt sind. Jetzt ist natürlich interessant, ob das in der Region generell der Fall ist und deswegen schauen wir uns einfach mal den Nachbarlandkreis an, der ist hier zum Beispiel Bautzen und dann kann ich nach unten gehen und sehe, dass hier ganz andere Teilqualifikationen nachgefragt sind, nämlich eher Teilqualifikationen aus den Berufen der Lagerlogistik. Also Waren versenden, Waren kommissionieren und zum Beispiel Fördermittel einsetzen auf Platz 4. Also wir sehen, dass selbst Landkreise, die genau nebeneinander liegen, ganz andere Nachfragebedarfe in bestimmten Teilqualifikationen haben. Spannend fand ich bei unserer Studie auch, dass was ein Beruf genau ausmacht, sich von Region zu Region unterscheidet. Man kann sich also anschauen im Jobmonitor, welche Schwerpunkte liegen denn in bestimmten Regionen vor. Genau, und auch das können wir uns hier wieder sehr schön anschauen auf dem Jobmonitor. Wir gehen hier einfach auf Teilqualifikation und schauen uns an, wie gefragt sind welche Teilqualifikationen und können dann hier oben einen bestimmten Beruf
und auch dann die entsprechende Teilqualifikation auswählen. Was möchtest du dir denn mal anschauen, Martin? Bürokaufleute würden mich interessieren, die hatten wir noch nicht und die sind auch recht stark nachgefragt. Okay, dann gehen wir mal hier oben einfach Bürokaufleute ein und können dann hier die entsprechende Teilqualifikation auswählen. Wir sehen auch hier, die Bürokaufleute haben 6 Teilqualifikationen. Und wenn ich jetzt hier oben einfach Assistenz- und Sekretariatsaufgaben erledigen auswähle und hier auch noch das Jahr 2022 auswähle, kann ich hier sehr schön sehen, dass diese Teilqualifikation vor allem in den ostdeutschen Bundesländern stärker nachgefragt wird als in den restlichen Bundesländern. Ja, das ist ja super spannend. Und ich sehe hier links unten, sehe ich für jede einzelne TQ auch nochmal aufgeschlüsselt, was die eigentlich umfasst. Also hier bei Assistenz- und Sekretariatsaufgaben erledigen, Geschäftspost bearbeiten, Kassenbuch führen, Termine koordinieren, solche Sachen. Genau, und ich könnte jetzt hier auch alle anderen 6 oder alle anderen 5 Teilqualifikationen auch auswählen, wie zum Beispiel Einkaufsprozesse planen, kann mir das anzeigen lassen und sehe dann auch direkt hier auf der Deutschlandkarte die Auswertung und auch die Zeitreihe, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Ich finde es super spannend. Diese Unterschiede zeigen, dass TQ ein super flexibles System sind, um Arbeitsmarktbedarfe regional darzustellen und Qualifizierungsmaßnahmen auf die lokalen Bedarfe abzustimmen. Das wird besonders wichtig im Themenfeld Energiewende. Hier brauchen wir demnächst ganz viele Menschen, die Photovoltaikanlagen auf die Dächer und Wärmepumpen in die Keller bringen. Hier ist TQ ganz sicher auch ein sehr vielversprechender Lösungsansatz. Genau, und wenn euch interessiert, welche Teilqualifikation in eurer Region nachgefragt wird, probiert es doch einfach aus auf www.jobmonitor.de.